Heute gibt es bestimmt wieder viel Spektakel, wie im letzten Bundesligaspiel gegen Augsburg zu Hause. Da kann ich immer nur noch mit dem Kopf schütteln, was da wieder vorgefallen ist. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch das gerne nochmal an. Heute geht es gegen Mainz, Spieltag 13. Die haben weniger Gegentore als wir, sind Vorletzter. Wir haben einfach zu viele Gegentore. Wir kassieren so viele und blöde Gegentore. Fofana verletzt für 2 Monate, der hat sich die Schulter ausgekugelt. Dazu Demetrio mit einer roten Karte, der muss heute mal ein Spiel zusehen. Ja, es ist momentan eine Krise, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach irgendwie merkwürdig. Also in der Champions League läuft es von Anfang an. Da spielen wir die Gegner reihenweise an die Wand, fahren die Ergebnisse ein. In der Bundesliga, da tun wir uns irgendwie ein bisschen schwer. Gerade auch zu Hause. Ja, gegen Köln unentschieden, Augsburg auch nicht unbedingt so gut gespielt. Klar, in Freiburg dann gewonnen, überragend, aber das kannst du halt auch nicht immer machen. Und jetzt heute hier in Mainz. Ist auch mal ein sehr, sehr schwerer Gegner. Sehr, sehr schwer zu bespielen. Und ich lasse mich überraschen, was heute passiert. Das ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Forrest Gump lässt grüßen. Und ich hoffe, dass wir ja einfach wieder ein bisschen souveräner hier auftreten. Dass wir ja auch zeigen, dass wir zu Recht oben stehen auf dem 2. Platz momentan. Und vielleicht kommt jetzt die erste Chance über Fofana. Natürlich wieder geblockt von Anfang an. Warum auch nicht, aber Chance lebt noch. Grobmeiners, Usun. Ah, schöner erster Kontakt, aber zu zentral. Und Manders im Tor, der Mainzer. Die auch wieder mit einer Dreierkette spielen. Also was heißt auch wieder? Die spielen mit einer Dreierkette. Hat gegen Freiburg ganz gut geklappt. Jetzt bin ich gespannt, heute gegen Mainz. Duranville haben die unter anderem, okay. Auch ganz, ganz wild. Wild und Wild. Nebel. Vega ist dazwischen. Und da muss es halt auch hier schnell nach vorne gehen, schnell in die Spitze. 1, 2 Kontakte, 1, 2 Stationen. Adingra muss wieder Ekitike mitnehmen. Da ist er. Ekitike. Natürlich abgeblockt, warum auch nicht. Möglichkeiten haben wir. Die haben wir immer. Das Problem ist halt nur das Ausnutzen der Chancen. Das ist manchmal nicht so ganz zu 100% gut. Oh, und die Mainzer Sprechchöre. Ich habe sie nicht vermisst, ehrlich gesagt. Mainzer. Da sind sie wieder. Und hinten halt zu viel Gegentore. Ne, Mainz hat 19, wir haben 21 Gegentore, glaube ich. Wir sind aber Zweiter und Mainz steht auf dem 17. Platz. Ihr seht, was 2 Gegentore doch für einen großen Unterschied machen können. Mainz hat halt weniger geschossen als wir. Aber apropos Schießen. Vielleicht ist es ja jetzt soweit. Ekitike. Adingra, Ekitike. Oh, ich will den Ball wieder ins Tor tragen. Usun. Nächste Chance. Listic, der halt jetzt den Ersatz erstmal gibt für Fofana. Der macht das aber auch. Der wird das auch gut hinbekommen. Oh, natürlich Ekitike durch die Beine. Den hätte er ja auch mal bekommen können, aber nein. Wenn der Ball durch die Beine soll, dann soll er durch die Beine. Aber trotzdem weiterhin Druck machen. Aber auch nicht zu offensiv, weil ansonsten ist wieder die Lücke hinter den Sechsern zu groß. Und da kommen die Mainzer mit ganz einfachen Mitteln auch. Einen Doppelpass, zack, ist die ganze Abwehr ausgehebelt. Und die Mainzer sind da über Amiri. Robin Koch kommt da nicht hin. Achtung, die Chance! Und das erste Gegentor. Nach 28 Minuten. Es geht wieder so einfach. Es ist wieder niemand da. Keiner greift an. Und ich habe meine Brille wieder vergessen. Ich habe es vielleicht auch nicht gesehen. Ist vielleicht auch gut so, aber das ist ein weiteres unnötiges Gegentor, was wir nicht verteidigt kriegen. Wir kriegen es nicht hin. Da kommt die Grätsche dann auch zu spät. Santos hält den dann auch irgendwie nicht. Ja, es ist ganz schwer. Wie heißt der? Arplaster. Okay. Mit seinem 2. Saisontor auf jeden Fall gegen uns. Naja. Und die Mainzer Sprechchöre, da sind sie wieder. Natürlich, da habe ich auf jeden Fall drauf gewartet und drauf gehofft. Tja, aber es sieht nicht gut aus. Und wieder in der Bundesliga und wieder spielen wir nicht zu 0 und wieder stehen wir so offen hinten und ich weiß nicht warum. Niemand weiß warum. Das sieht ganz leicht aus jetzt. Es ist wie im Training. Das ist gerade wie im Training, was die Mainzer hier mit uns machen. Wir müssen gar nicht viel machen. Wir haben zwar auch den Platz, aber ihr seht, die Laufwege, die sind nicht gerade die besten. Aber Usun jetzt unten, der ist... Oh, das ist nicht Usun. Wo ist Usun? Da ist er nicht, dann machen wir es alleine. Ekitike!
Mit Gewalt an den Pfosten. Muss dann vielleicht auch mal sein, um uns hier dann so ein bisschen aufzuwecken. Und die nächste Chance. Wir sind da. Sehr gut. Da war die Verteidigung jetzt mal wach. Aber wir haben die Chancen. Wir haben den Platz, aber dann machen wir sowas. Wir brauchen zu lange, um uns dann vom Ball zu trennen. Die Bälle kommen dann einfach nicht zum Mitspieler. Es ist der Wurm drin. Es ist spielerisch momentan so ein bisschen der Wurm drin. Es klappt leider auch nicht alles. Achtung, oh, wie viel Platz haben die Mainzer denn? Und auch hier wieder viel Platz im Mittelfeld. Ekitike ist natürlich auch frei, aber mit dem Rücken zum Tor. Und dann Adingra. Wieder Ekitike. Jetzt aber. Komm, wir sind Zweiband. Oh, schlecht ausgespielt. Wieder genau das gleiche, nur in grün. Echt, da kannst du eine Schablone drauflegen. Wir haben vorne 2 gegen 1, 3 gegen 1 Situation. Wenn wir die so ausspielen, ey, dann tut's mir leid. Dann haben wir auch ganz oben nichts zu suchen, ehrlich. Oh, nächste Chance. Mainz kommt über Nebel. Und wir kommen wieder nicht in Zweikampf. Oh, Brentwaite, sehr gut. Aber auch der zweite Schuss. Beziehungsweise der zweite Versuch landet bei den Mainzern und dann der Torschuss. Letzte Aktion vor der Pause. Hoffentlich hier kein weiteres Gegentor. Brown. Vielleicht kriegen wir nochmal die Chance umzuschalten. Nee, wäre da gewesen. Aber die Mainzer machen uns das Leben leider auch echt schwer. Genau wie Augsburg. Es sind halt ausgerechnet diese Spiele, diese Punkte, die uns dann am Ende fehlen werden. Augsburg, auch Köln. Das sind schon wieder 4 Punkte weniger, die wir hätten weg sein können von Leipzig. Aber gut. Mal gucken, was wir hier für einen XG-Wert haben. 0,9 zu 1,2. Okay, das geht in Ordnung. Ja, es fehlt irgendwie was. Aber ich weiß nicht, was fehlt. Mein 4 für 2. Ich probier's mal. 4 für 2. Ob das gegen die Dreierkette funktioniert. Es fehlt auch einfach das Timing in den Zweikämpfen. Wir kommen immer diese Sekunde zu spät oder wir sind genau in dem Moment dann nicht da, wo wir dann hätten da sein müssen. Aber vielleicht ja jetzt Ekitike. Erste Chance in Halbzeit 2, Usun. Allein gegen alle. Aber wieder zu kompliziert, weil wieder zig Leute vorne stehen. Aber es kommt niemand zum Abschluss. Aber jetzt! Fofana. Und der Platz ist ja da. Wir müssen uns dann halt auch einfach nur mal vom Ball irgendwann trennen. Schöner Schuss. Bei dem Ball reintragen ins Tor, das wird nicht gehen. Nicht immer. Aber vielleicht jetzt Usun oben. Ganz viel Platz für Listisch. Der kommt jetzt ein bisschen über den Flügel. Aus spitzem Winkel natürlich. Mainzer dazwischen, warum auch nicht. Nächste Chance. Usun braucht auch da wieder zu lange. Warum nicht einfach ein bisschen früher den Ball spielen? Was braucht er da so lange, um seinen Fuß auszuholen oder den Fuß auszuholen? Also das ist auch wirklich furchtbar, aber ich kann da auch nichts machen. Ich kann da nichts gegen machen. Wenn er halt 10 Stunden braucht, damit er oder bevor sein Fuß dann ausgeholt ist, viel mehr kann ich dann auch nicht machen. Fofana, gut. Den Zweikampf gewonnen und die nächste Chance. Listesh, Usun. Jetzt mal alleine. Omari gegen die ganze Kritik. Ekitike! Ja, es konnte nur so klappen. Es konnte nur so funktionieren. Der Ausgleich nach 57 Minuten. Aber auch das war schon wieder viel mehr Glück als Verstand. Ich glaube, erstens mal durch die Beine des Gegners und dann sah der Keeper auch nicht ganz glücklich aus. Hier, den hätten wir auch schon fast wieder verloren. Weil er den auch wieder nicht so ideal mitnimmt. Oh Gott, mit dem Außenriss und dann schießt er den mit dem Außenriss rein. Also, ja, technisch schön gemacht, gar keine Frage. Aber auch das klappt halt nicht immer. Naja, egal. 1-1, sei es drum. Ja, und einfach weitermachen. Also auch einfach versuchen, in diesem Pressing drin zu bleiben, in den Flow irgendwann mal wieder reinzukommen, hier Zweikämpfe zu gewinnen und dann... Ja, und dann ergeben sich auch Chancen. Also dieses 4 für 2, man merkt schon, dass man den Gegner damit ein bisschen breiter bekommt, aber natürlich auch hinten merkwürdigerweise Lücken aufreißt, weil halt dann das Mittelfeld fehlt. Also besonders halt die Sechser. Nächste Chance Usun. Listesh nimmt da außen mit, jawohl. Gut gemacht und wieder Usun. Allein gegen alle Amadou, da ist Ekitike. Und guck mal, das braucht auch wieder zu lange. Es war abseits, aber auch der Pass von Ekitike, der hat auch wieder zu lange gedauert. Gut, vorne muss er auf Abseits achten, aber das hat auch wieder zu lange gedauert. Das geht nicht. Nächster Ballverlust.
Tower, Nebel, Amiri, das geht auch ja zu leicht einfach. Und dann sind die Lücken wieder zu groß. Und da in der Mitte ist dann wieder niemand. Achtung, oben, da läuft er schon wieder ein. Duran will. Nebel, ja, und du kommst nicht hinterher. Da haben wir leider auch wieder geschlafen. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich passieren. Nee. Nicht mit Kopmann, das ist aber dann so ein Ball. Schlecht und zu schnell. Wir lassen uns jetzt so ein bisschen anstecken. Weil es jetzt auch unbedingt will. Also ich will auch irgendwie gefühlt mit dem Kopf durch die Wand. Ich will das jetzt hier erzwingen, aber es ist halt auch nicht richtig, dann das so zu spielen. So, dann wiederum besser. Auch wenn der Ball jetzt nicht ankommt, aber so muss ich es halt auch eigentlich spielen. Trotzdem versuchen hier die Ruhe zu bewahren, nicht hektisch werden. Ja, die Mainzer Sprechchöre im Hintergrund zu ignorieren, wenn es geht. Aber ihr seht, wir sind auch hier wieder einen Schritt. Müsste unser sein, ja. Zu langsam, Glück, dass wir den Ball bekommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich wechseln sollte. Also wir können Duru vorne reinbringen. Wir können auch hier Skiri im Mittelfeld mal belassen. Ich habe jetzt Buta mal auf die Bank getan und auch Namdi Collins. Buta kann natürlich auch Rechtsverteidiger spielen. Der hat auch 87 Tempo. Der ist auch gar nicht langsam. Aber gut, der wird vorne... Ja, vielleicht defensiv nochmal kommen. Wir schmeißen... Ach nee, jetzt nicht unnötig. Komm, Rega hat da eine 78, Buta hat eine 75. Da will ich jetzt nicht unnötig was umstellen. Weil gerade irgendwie danach ist. Mir wäre es jetzt aber danach nochmal ein zweites zu machen. Adingra. Und da ist Duro und da ist Skiri auch gerade eingewechselt. Na, das ist mal ein goldenes Händchen des Trainers, würde ich sagen. Duro auf Skiri. Die beiden Neuen. Mal glatt im Zusammenspiel. Und das ist doch mannschaftliche Geschlossenheit. So muss es sein. So müssen wir gemeinsam raus aus dieser spielerischen Krise. Gerade in der Bundesliga. Obwohl mit dem Blick auf die Tabelle das natürlich nicht nach Krise aussieht. Aber wenn man die Spiele sieht, dann ist es momentan so. Es läuft nicht so leicht und locker. Hinten stehen wir auch ganz schön offen. Da kommt also auch gefühlt jeder Angriff durch. Aber mal wieder ein Spiel gedreht. Das tut uns vielleicht auch mal ganz gut. Ein Spiel zu drehen und dann halt auch mal so ein Spiel einfach zu gewinnen. Einfach mal 2-1 dreckig jetzt über die Ziellinie zu bringen. Oder vielleicht sogar noch ein drittes nachzulegen, wenn die Mainzer noch aufmachen. Aber jetzt sind wir erstmal wieder hinten gefordert. Skiri. Läuft viel zu. Achtung. Oh, jetzt fehlen wir. Jetzt fehlt wieder hinten jemand. Nebel. Achtung, Schuss ist da. Der Block Gott sei Dank auch. Brown ist auch da. Oh, und Keeper auch. Das ist halt das Problem. Wenn der Innenverteidiger rausdrückt, dann ist hinten dann plötzlich der ganze Laden offen. Dann fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Niemand verschiebt mehr. Niemand rückt mehr mit ein automatisch. Das müssen sie doch auch mal hinkriegen. Das ist doch nicht schwer. So, Rega, Adingra. Ja, das müssen wir aufpassen. Mainz wird noch mal ein bisschen offensiver, aggressiver. Riskiert natürlich jetzt mehr. Chance für uns, auf 3-1 zu stellen. Nikitike. Und Duro in der Mitte oder hinten. Ja, da läuft er mit. Da ist wieder Skiri. Das gibt's ja nicht. Also die Einwechslung, die hat sich belohnt oder gelohnt und bezahlt gemacht. Skiri mit dem Doppelpack. Genau, jubel mal schön vor der Heimkur. Alles gut. Da würde er lebendig nicht rauskommen. Gefühlt. Ja, und das ist halt auch meine Karriere, ey. Da schießen Spieler Tore, sogar 2 Tore, wo du nie mit gerechnet hättest, dass er überhaupt mal 1 macht. Jetzt macht er sogar 2 hier. Skiri. Da kannst du auch vorher nicht drauf wetten. Ey, hier Skiri. 3-1 und das ist der Sieg. Das war jetzt die 85. Minute, da wird jetzt nichts mehr passieren. Wir werden jetzt keine 2 Gegentore mehr bekommen. Reicht, wenn wir wieder 1 bekommen haben. Holen aber 3 Punkte, bleiben weiterhin oben dran. Vielleicht werden wir ja sogar Tabellenführer, je nachdem wie Leipzig spielt. Und die anderen hinter uns. Und dann geht es halt auch, glaube ich, schon in der Champions League bald weiter. Ich glaube, jetzt die letzten Spiele, ja, AC Mailand, Barcelona und der letzte Gegner, wollte ich auch schon mal nachgucken. Müssen wir gleich mal nach dem Spiel machen. Die letzten Gegner in der Champions League. Aber hier jetzt erst nochmal der letzte Angriff des Spiels wahrscheinlich. Ja, zu kompliziert, komm. Vergiss es. Ball trotzdem nochmal geworden. Oh, Grätsche, Doppelgrätsche sogar. Ja, könnte auch wieder eine rote Karte geben. Komm, dann werden es 3 rote in 2 Spielen. Ne, gibt nur gelb, aber da hat er gerade schön 2 Leute abgeräumt, Sano. Mein lieber Freund. Sehen wir das gerade nochmal? Ah, ne, jetzt nicht noch ein Verletzer. Komm, mir reicht schon Fofana. Hier, zack, 2 Leute einfach mal umgemäht. Ist eigentlich doppelgelb, ne? Dann ist es gelb-rot, aber ich hoffe, Duro kann weiterspielen.
Ja, da sind wir nochmal bei der Schiedsrichterin. So, jetzt nochmal ein schöner Freistoß zum Schluss. Ich glaube, Koopmeiners, der kann das. Mal gucken, ob er auch über die Mauer drüber geht. Letzte Aktion des Spiels wahrscheinlich. Koopmeiners, ja, gut. Und Manders unter Pfosten. Bewahren die Mainzer vor dem 4. Gegentor. Also, wir gewinnen. Das ist die Hauptsache, wir gewinnen. 4-1. 3-1. Natürlich nicht 4-1, jetzt komme ich selber schon durcheinander. Bleiben weiter oben dran. Vielleicht war das der erste Schritt raus aus dieser spielerischen Krise. Da müssen wir echt wieder ein bisschen stabiler werden. Aber ansonsten, das Ergebnis stimmt. Und Skiri hat sich jetzt eigentlich einen Startelf-Einsatz verdient, oder? Und es geht jetzt tatsächlich in der Champions League weiter gegen Arsenal. Das war also der letzte Gegner, der mir noch gefehlt hat. Wir haben jetzt noch Arsenal, wir haben den AC Mailand und wir haben Barcelona. Wenn sonst weiter nichts ist, gut, dass wir vorher alle Spiele gewonnen haben. Weil ich weiß nicht mit der unkonstanten Leistung in der Liga, was jetzt gegen die... Aber wahrscheinlich läuft es dann in der Champions League eh wieder irgendwie alles besser, alles ein bisschen flüssiger. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Arsenal, die sind Achter. Die wollen also auch noch sich wahrscheinlich direkt fürs Achtelfinale qualifizieren, genauso wie wir. Wir können es nämlich jetzt rechnerisch schon klar machen. Wir gucken mal, was die für eine Mannschaft haben. Haben die letzten, oder aus den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. Ja, haben sie eine Offensive mit Griezmann, Saka, Tchouaméni, Lane hinten in der Abwehr. Ist auch wieder so ein, glaube ich, Nachwuchsspieler. Rasmussen, Laporte, Jesus, Van Bissaka, Vlahovic. Also, das ist nochmal ein Regal höher als unser Kader. Saliba dazu noch. Also das ist dann nochmal die nächste Stufe, die ich gerne erreichen möchte dann irgendwann. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Tabelle. Wir sind halt auch hier Tabellenführer, ne? Das ist Fakt. Und hier haben wir nur 5 Gegentore in 5 Spielen bekommen. Ist auch eigentlich relativ viel für die paar Spiele. Und Arsenal ist auf dem 11. abgerutscht. Also wir können... Sind wir sogar schon rechnerisch durch? Ich gucke gerade mal, 9. Platz. Ne, also wenn wir jetzt gewinnen, glaube ich, dann sind wir rechnerisch durch. Ich glaube, die anderen Mannschaften nehmen sich dann noch die Punkte gegenseitig. AC Mailand spielt zum Beispiel noch gegen die Spurs. Und wir spielen dann halt auch noch gegen den AC Mailand und gegen Barcelona. Also das wären dann auch nochmal 3 Highlight-Spiele jetzt zum Schluss. Ich würde das aber gerne schon fix machen. Mit ein bisschen mehr... Ja, einfach mit ein bisschen mehr Stabilität. Gerade auch in der Verteidigung. Nach vorne hin sah das jetzt auch nicht unbedingt so astrein aus. Aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu eng. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach zu selbstkritisch. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das genauso seht wie ich oder ein bisschen anders. Also, macht's gut. Nächstes Spiel in der Champions League bei Arsenal. Wird ein schönes Spiel, geiles Stadion. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Macht's gut. Ciao, ciao.